Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP Chromebook X360 und ich zeige euch auch, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, und zwar hier. Und ja, mit dieser Modellnummer findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, das ist ja ein Touch-Display, aber in dem Fall ist das so verbaut, dass man bei einem Displaytausch hier einfach direkt drankommt. Das sitzt hier quasi im Deckel und dann kann man das hier an dieser Stelle quasi so ein bisschen aufhebeln und kommt so an die Stripes dran, die da unten sind. Und wenn man die rausmacht, kann man dann eben das Display ja quasi rauslegen. Hier hat man dann ja auch noch das Kabel. Und ja, kann das so eben tauschen, ohne dass man jetzt die komplette Einheit inklusive Deckel abschrauben muss. Und genau, relativ einfach. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und da ist es so, es gibt einmal zwei hier vorne. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht. Ich habe so diese Abdeckung hier. Da gibt es so eine kleine klebende Abdeckung, die sitzt hier oben drüber. Das heißt, man sieht die Schrauben nicht direkt. Das ist halt für die Optik. Das heißt, die muss man wegmachen. Und dann kommt man hier an diese beiden Schrauben ran. Und dann ist es auch zusätzlich so, dass unter den Gummischienen, also unter der hier und hier außen auch unter der, auch nochmal Schrauben sind. Und da kann man eben versuchen, die jetzt hier einfach so ein bisschen hoch zu hebeln. Sollte das nicht so gut funktionieren, kann man sich da natürlich auch eine kleine Hilfe nehmen. Da ist es nur so, da ist es gut, wenn man drauf schaut, weil hier ist ja doppelseitiges Klebeband, dass man quasi nicht zwischen Gummischiene und diesem doppelseitigen Klebeband kommt, sondern wirklich ganz unten drunter. Und dann kann man die Gummischiene einfach hier abziehen und dann sieht man hier eben die 4 Schrauben, die auch noch raus müssen. Bei der unteren Gummischiene ist es, wie gesagt, so, da sitzen nur 2 Schrauben ganz außen, also die muss man nicht komplett entfernen. Ja, da sitzt einmal hier eine und einmal hier, das heißt, da reicht es, wenn man die Gummischiene am Ende so ein bisschen auseinander zieht und ja. Sollten die mal danach nicht wieder kleben, im Normalfall tun die das eigentlich ganz gut, kann man natürlich einfach auch neues doppelseitiges Klebeband kaufen und dann somit das einfach wieder befestigen. Generell ist es so, dass alles Kreuzschrauben sind, dass die beiden hier vorne aber ein Tick kürzer sind. Das heißt, die am besten einfach getrennt aufbewahren, der Rest ist gleich, nur die 2 sind kürzer. Und ja, ich benutze hier generell für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ist alles drin, was man so braucht. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Habe ich mir jetzt da schon mal zurechtgelegt. Und ja, wie gesagt, ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, da kann man hier ein PH0 als Aufsatz nehmen. Wenn man dann alle Schrauben raus hat, kann man anfangen, die Unterseite vom Gerät zu trennen. Und das kann man hier bei dem Modell auch echt super sehen, weil einfach schwarz-silber. Also da sieht man sehr schön, wo die Verbindungslinie lang läuft. Hier einmal um das Gerät herum. Und ich benutze dafür jetzt einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann versuche ich im Grunde genommen einfach hier zwischen Gerät und Unterseite eine Lücke zu schaffen. Das kann man zum Beispiel hier probieren oder auch hier. Und dann
Das knackt teilweise echt richtig laut. Das ist aber völlig normal. Die Einraststellen sind das einfach, die sich da lösen. Da braucht man also keine Angst zu haben. Einfach nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld. Und so arbeitet man sich im Grunde genommen einmal um das Gerät herum. Auch wenn das noch nie geöffnet wurde, geht das vielleicht ein bisschen schwerer. Wenn es irgendwo jetzt gar nicht geht und man denkt, mein Gott, dann einfach an einer anderen Stelle anfangen. Man muss nicht hinten anfangen. Man kann auch hier an der Seite oder auch vorne anfangen. Das spielt echt keine Rolle. Und dann ja, einfach in dieser Technik weitermachen und sich einmal um das Gerät herum arbeiten. Meistens kann man dann hier mit den Fingern auch schon drunter fassen und das so ein bisschen entgegenhebeln und irgendwann dann sowieso mit ein bisschen Rütteln und Wackeln ja, hat man die Unterseite dann einfach in der Hand. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir irgendetwas weiteres machen oder generell bevor man irgendetwas macht, auf jeden Fall immer erstmal sicherstellen, dass man den Akku vom Mainboard trennt, dass da wirklich kein Strom mehr drauf ist. Und in dem Fall läuft das Akkukabel hier und es ist noch so ein bisschen hier unter einem Klebeband. Aber das Kabel an sich kann man dann einfach hier zur Seite rausziehen und ja, ist so eben dann auch auf der sicheren Seite. Bei dem Gerät hier ist es so, man kann da gar nicht so viel zeigen. Also der RAM zum Beispiel, der ist hier fest verlötet. Das heißt, den kann man nicht erweitern oder tauschen. Und genauso auch der Hauptspeicher, also quasi es gibt keine SSD. Auch der Hauptspeicher ist hier aufgelötet. Also auch den kann man nicht erweitern, tauschen. Ja, das ist bei dem Modell halt so. Was wir jetzt hier noch sehen, ist das WLAN-Modul. Was man gut tauschen kann, falls das mal notwendig ist, ist diese Platine hier, wo ja auch unter anderem der Anknopf und auch zum Laden und USB und so weiter, die könnte man tauschen, wenn da mal irgendwas defekt ist. Das ist relativ schmerzfrei. Und genau, das Touchpad, aber da kommen wir gleich dazu, weil das ist unter dem Akku. Und genau, also ansonsten kann man hier tatsächlich recht wenig machen. Deswegen würde ich sagen, zeige ich euch schnell, wie man den Akku ausbaut bzw. tauscht. Und da ist es so, der wird von diesen Schrauben hier gehalten. Die sind auch beide hier zusätzlich noch markiert. Ja. Also da ist es dann tatsächlich so, es hat mich jetzt echt gerade auch ein bisschen gewundert, der ist hier vorne auch noch verschraubt und eigentlich ist es auch logisch und ersichtlich. Es hat mich jetzt tatsächlich nur verwirrt, weil die Schrauben hier beschriftet sind und die hier unten nicht. Also die zwei hier oben, die zwei hier, dann das Kabel hier vorne ausfädeln und dann kann man den Akku so einfach aus dem Gerät nehmen. Hier drüben, der Lautsprecher hier, da sitzt der dann auch drunter, das zeige ich aber gleich. Und ja, so kann man den dann gegebenenfalls eben auch tauschen. So, genau, also unter dem Akku sehen wir hier jetzt auch das Touchpad. Und da ist es so, dass hier Schrauben sind. Ich will das jetzt nicht so komplett kaputt machen. Ich zeige mal, ob ich das an einer Stelle einfach mal zeige. Also man muss dieses Klebeband hier quasi aufmachen und dann kann man da drunter die Schraube sehen. Und unter diesem Klebeband, das sind jetzt 2 oder 3 Schrauben, das weiß ich nicht. Aber die muss man einfach nur rausnehmen und dann natürlich auch das Kabel hier trennen. Und bei dem Kabel ist es so, nicht einfach dran ziehen. Das funktioniert mit einem Kippschalter. Das heißt, den klappt man zuerst nach oben hin auf. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und dann kann man das quasi durchdrücken und von der anderen Seite entgegennehmen und so eben dann auch tauschen. Das heißt, es kommt dann einfach wieder zurück, wird verschraubt und auch, ja, natürlich nicht vergessen, dieses Kabel hier wieder zu verbinden. Hat auch so eine praktische weiße Linie, da kann man sich ein bisschen orientieren, bis wie weit das wieder reinkommt. Dann wird das zugeklappt. Und genau, so würde man jetzt hier das Touchpad tauschen können. Gut, wie gesagt, da es jetzt hier gar nicht mehr so viel gibt, was man zeigen kann oder was man tauschen kann, bauen wir jetzt einfach den Akku wieder ein.
Und ja, das ist im Grunde genommen auch super einfach. Einfach nur schauen, dass man die Kabel wieder richtig verlegt. Also das war jetzt hier eben unter dem Lautsprecher. Und dann sieht man auch, dass neben den eigentlichen Schrauben hier noch so kleine Öffnungen sind. Und da gibt es diese Hilfsführungen. Und wenn man den da wieder drauflegt, so wie hier und hier, dann sitzt der quasi schon automatisch wieder richtig in der Position. Wie gesagt, einfach nur schauen, dass man hier das Kabel nicht verknickt. Und das ist super einfach hier wieder einzufädeln und wird dadurch eben auch beim Zumachen nicht irgendwie verknickt. Und dann muss der Akku nur wieder verschraubt werden. Ja, und dann natürlich am Ende super wichtig, nicht vergessen, gerade wenn das jetzt hier vielleicht so ein bisschen komisch liegt, den Akku auch tatsächlich wieder zu verbinden. Einfach schauen, dass da der Stecker richtig im Slot steckt, dass das Gerät dann auch wieder anspringt. Genau so. Und da habe ich schon das Licht gesehen, das springt jetzt sogar schon automatisch an. Also von dem her, sobald man den Akku drin hat, jetzt auch hier nicht mehr irgendwas anfassen oder irgendwie, dann macht man einfach direkt wieder die Unterseite drauf. Die kann man einfach ja, so drauflegen und dann nach unten drücken. Und da kann man auch feste drücken. Das sind echt überall Einraststellen. Und dann gehe ich am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass so wie hier zum Beispiel keine Öffnungen mehr sind, dass da wirklich alles zu und verschlossen ist. Und ja, dann muss man das Gerät nur wieder verschrauben, Gummischiene drauf und ratzfatz hat man das alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.